Die Tachokuppel ist in der Grundform einmal soweit fertig. Die Deckplatten vom Lautsprechergehäuse ist auch einmal soweit fertig. Jetzt geht es einmal darum, dass ich die Form so baue, dass die Tachokuppel quasi in die Grundplatten verläuft. Dafür habe ich mir da schon mal die Leisten zurechtgeschnitten, weil das den genauen Abschluss des Übergangs darstellen soll. Rechts von der Leisten wird dann der Akustikstoff bzw. das Gitter darunter fix eingelegt. Das heißt, in diesem Bereich wird dann nur Akustikstoff zu sehen sein. Und da wird dann quasi der Fault sein, der Übergang zwischen Alcantara und Akustikstoff. Das möchte ich aber dann da weiterziehen, damit ich auch gleich die Ausnehmung für den Airbag auch gleich mit integrieren kann, dass ich da eine gemeinsame Designlinie habe. Die Vorderseiten vom Armaturenbrett wird mit Biege-MDF gemacht, damit ich gleichmäßig schöne Oberflächen zusammenkriege. Und damit ich das in die richtige Form bringe, habe ich schon so einzelne Formen zurechtgeschnitten, die kommen dann daher, werden da verschraubt und aufgespannt und dann werden die Zwischenräume mit einem glasfaserverstärkten Kit ausgeschmiert, damit die Form dann in genau der richtigen Form bleibt. Damit an die Ecken das nicht dran steht, mache ich mit einem starken Kabelbinder, spanne ich das noch zu, damit es die Ecken richtig gut zuzieht. So, jetzt liegt das gut an und jetzt kann ich das auskitten. Die beiden Schallen sind jetzt innen ausgekittet worden mit Faserspachtel und jetzt verschliffen, damit es eine glatte Oberflächen gibt. Und damit jetzt die wirklich eine gute Festigkeit zusammenbringen, werden jetzt 2 Lagen Glasfasermatten da einlaminiert und das lasse ich dann bis morgen austrocknen. Beide Schallen haben jetzt eine doppelte Schicht GFK drauf und werden bis morgen durchtrocknen, weil morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Ich habe jetzt den Deckel vorbereitet, habe schon die Lenksäule ausgenommen und auch für die Blinkerhöhe habe ich schon die Ausnehmung gemacht. Der Teil kommt dann so einer. Muss natürlich noch ganz genau eingerichtet werden und dann verlaminiert werden mit dem oberen Teil. Der Lautsprecher wird natürlich dann noch ausgenommen und später wird da die Lüftungsdüsen wieder aufgesetzt. Man kann da jetzt schön sehen, dass genug Platz für die Lenkradverstellung vorhanden ist und somit steht dem Umbau da nichts im Wege. So, nachdem jetzt die vordere Abdeckung soweit fertig ist, der Tiefmitteltöner ist bereits ausgenommen und die Kontur ist auch genau passt. Jetzt geht es darum, dass ich einmal anzeichnet auf dem Gehäuse, wie groß eigentlich der Airbag ist und wo der genau hinkommt, damit ich das dann nachher gezielt ausnehmen kann. Dafür biege ich mir das einfach da mit meinem Lineal da so um und reiße mir das da so an. Da sehe ich nämlich dann genau, von wo nach wo der Airbag geht und kann das dann wunderbar nachher übertragen auf das andere Brett. In der Schachtel sind jetzt 8,5 Liter von dem Verpackungsmaterial drinnen. Ich habe einmal da eine Trennwand aus Karton gemacht und Papier, weil das gesamte Volumen sind 16 Liter, das möchte ich nicht. Ich brauche so 8 bis 8,5 Liter, strebe ich an.
Und ich habe jetzt das einmal abgeklebt, damit ich eben da das Volumen abgrenzen kann. Und ich werde jetzt das Gehäuse auffüllen mit dem Verpackungsmaterial, damit ich sehe, ob da wirklich 8,5 Liter reinpassen. Schaut schon mal nicht so schlecht aus. Ja, das sind die gut zusammen. Sickern muss, wie man sieht. Wenn man sich das jetzt so anschaut, bin ich bei meiner Schätzung vom Volumen her gar nicht schlecht gewesen. So schnell kann das gehen. Tja, mittlerweile wird mir immer mehr bewusst, dass das mit der Europameisterschaft in Salzburg nicht gut ausschaut. Es ist nicht einmal mehr ein Monat hin und ich kann aber nicht jeden Tag an dem Auto arbeiten, sondern immer nur abends oder wenn ich meinen Fenstertag habe oder vielleicht am Wochenende. Das heißt, ich habe nur 5-6 Tage Zeit und das ist viel zu wenig, wenn man bedenkt, was da noch alles zu machen ist. Vielleicht kriege ich es zusammen, dass das Ding irgendwie spült und dann nehme ich halt teil, ohne dass der Einbau fertig ist. Nur mit einer kleinen Bewertung gebe ich mir auch schon zufrieden. Der letzte Stand der Dinge ist der, dass die Oberseiten vom Gehäuse einmal grundsätzlich fertig ist. Die Unterseite vom Gehäuse ist einmal in groben Zügen fertig. Jetzt kommen aber die Schrauben noch raus, weil innen das Gehäuse noch laminiert gehört. Als nächstes wird dann oben die Einrahmung für das Gitter oben gemacht. Der Airbag-Deckel gehört noch gemacht. Okay.